Jo, da sind wir. Hier ist das gedruckte Teil. Ich will jetzt hier nicht so viel dran wackeln, weil das ist alles für die Kamera eingerichtet. Also hier, das ist der gedruckte Flügel, genauso wie er konstruiert worden ist. Leerhöhe hatte ich da, glaube ich, auf 0,24, also nicht besonders fein, muss auch nicht sein. Das ist auch wesentlich besser geworden vom Druck her an den Ecken, an den Enden, wie meine letzten Drucke, weil ich ja da jetzt noch diese Sache dran gemacht habe, dass das hinten dicker wird, der Flügel, und halt nicht so viel dran ausläuft. So, dann geht man halt her und füllt erstmal hier Salz ein. Das machen wir mal mit dem Löffel. Muss da eigentlich genug sein, was ich da habe. So, man muss halt dafür sorgen, dass es hier so möglichst glatt gestrichen wird, dass es nicht weg kann zu den Ecken, zu den Enden. So, nimm das mal so. Dann drücken wir einfach diesen Flügel hier rein. Gucken. Ja, der ist komplett. Ja, da muss man jetzt gucken, wie man das hinkriegt. Ich muss, glaube ich, doch ein bisschen Meersalz da reingeben. Nicht Meersalz, sondern Meersalz. So, jetzt haben wir hier eine Menge drin. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir den hier rein bekommen. Vielleicht mal ein bisschen aufstopfen. Kommt unten was raus. Ja, vielleicht, weiß ich aber nicht so genau. Ja, ein bisschen kommt raus. Aber ich denke, das ist nicht schlimm. So, gucken wir mal, ob die Kamera noch richtig ist, die Position. Also da ist jetzt mein Flügel drin begraben. Und das werde ich jetzt backen. Und zwar im Backofen bei 230 Grad. Das ist PLA. Das hatte ich in einem Video gesehen, wo dasselbe so gemacht wurde, allerdings mit Meersalz und mit größeren Teilen und mehreren Teilen auf einmal. 230 Grad. Der gute Mann sprach von 3/4 Stunde. Das werden wir ausprobieren. Und das Salz soll jetzt eben dafür sorgen, dass das Teil in Form bleibt, also nicht wegschmilzt, verschmilzt, aber die Layer eben wesentlich besser haften. Okay, und dann gebe ich das jetzt in den Backofen in dieser Art und dann schauen wir uns das Ergebnis später an. Da muss ich dann noch gucken, was ich drunter lege, wenn das Teil heiß ist. Muss man auch aufpassen mit Verbrennen und so weiter, wenn man es auspackt. Seid gespannt. Ja, da haben wir das Teil hier gebacken bei 45 Minuten, 230 Grad im Backofen. Ich habe hier zwei Messgeräte. Einmal habe ich hier ein solches Infrarot-Messgerät. Da gehen wir jetzt mal erstmal auf dem Weißen, ist das normalerweise nicht sonderlich genau. Sagt aber immer noch 80 Grad. Und gucken wir mal beim Schwarzen hier am Rand. Sagte 71 Grad. Okay, und dann haben wir hier noch so ein Thermometer. Gucken, ob es geht. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir 24 Grad. Und das können wir jetzt mal hier reintauchen. An der Stelle, wo normalerweise kein PLA sein sollte. Ja, das steigt noch ganz nett. Es wird so, ist jetzt bei 90, es wird vielleicht sogar noch über die 100 Grad gehen. Also wir sind da noch ein bisschen früh dran, um das auszupacken. Gucken wir mal gerade, ja, 93 Grad. Okay, ein bisschen zu viel, ne? Gut, dann lassen wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Ja, das
Innenthermometer nicht. Das hat immer noch über 72 Grad beim Salz. Das Infrarotthermometer, das misst so 64 Grad und außen 57. Also ruhig noch ein wenig warten. Wir wollen ja das Teil da drin nicht verformen, wenn wir es rausholen, sondern das soll hier schon relativ fest sein. So, da hatten wir gerade so 46 Grad. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, ob man das Teil ausgraben kann und schauen, wie das aussieht und ob das irgendwas bringt, das in Salz zu backen. Ja, so ganz ausreichend ist das nicht geworden. Also da müssen wir noch mal ran. Und zwar die kleinen Flächen hier, die müssen hinten immer noch dicker werden. Hier sieht man, da hat er stark gelitten. Ich denke mal, dass das Salz auch nicht richtig war. Und hier, also dieser Flügel hier, der hat ganz gut mitgehalten. Das ist natürlich auch eventuell noch abhängig. Wir drucken ja nicht zentrisch hier, sondern mit Bewegung rechts und links, also in Diagonal halt. Und das kann auch damit zusammenhängen. Das muss man sich mal anschauen. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist das Teil von Salz befreien durch Wasser und sich das einmal anschauen und dann gibt es den nächsten Test. Also was man feststellen kann, es ist extrem stabil geworden, okay, aber hier den Flügel kann man ganz locker vergessen. Muss man sich anschauen, wie der gedruckt worden ist von den in dieser Diagonalstruktur. Ob das damit was zu tun hat oder einfach nur, dass ich beim Einpacken in Salz halt hätte irgendwie noch was besser machen können. Aber für den ersten Test erstmal nicht schlecht. Nur damit mache ich natürlich keinen Rotationstest. Gut, nächste Woche machen wir noch mal einen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.